Hallo zusammen, mein Name ist Roman. Ich glaube, der Großteil kennt mich schon. Ich bin für die Teams bei BIC verantwortlich und will euch heute mal ein bisschen abholen, wie die Situation bei uns gerade rund um das CS-Team ist und wie wir das ganze Thema angehen. Dazu will ich euch mit in die Vergangenheit nehmen. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Da hat Yilmaz mich aus einem Internetcafé geholt, wo wir einige Turniere gewonnen hatten auf kleinerer Ebene und er schon damals die Vision hatte, ein deutsches Team zu gründen, was den deutschen E-Sport voranbringt. So haben wir in erster Linie Mystical Lambda gegründet, was später zur Maus wurde und von Anfang an die deutsche Szene dominiert. Wir haben von Anfang an die Vision gehabt, dass wir den deutschen E-Sport vorantreiben wollen, die deutsche Szene mitnehmen wollen und im Kern auch immer deutsch bleiben wollen. Das ist das Grundprinzip und das ist bis heute auch immer noch das Konzept, mit dem wir arbeiten. Und das ist das, was mir wichtig ist zu sagen. Wir machen das für die deutsche Szene. Wir wollen die deutsche Szene vorantreiben. Und selbst die Gründung von BIC hatte damit zu tun, an dieser Philosophie weiterzuarbeiten. Viele Teams sind einen anderen Weg gegangen und wir sind uns dieser Philosophie immer treu geblieben. Wir wollen, und das ist der Grundsatz von uns, wir wollen E-Sport für die deutsche Community machen. Das ist uns wichtig und daran halten wir auch fest. Man kann zwei Ansätze verfolgen. Man macht sich entweder ein Team aus internationalen Größen oder man geht halt den Weg, dass man im Kern den nationalen Gedanken hat. Den verkörpern wir, das ist unsere Philosophie. Uns ist es wichtig, dass der Kern immer deutsch bleibt und wir drumherum Charaktere haben, mit denen sich die deutsche Community identifizieren kann und die Spieler sich auch ganz klar mit BIC identifizieren. Wir wollen keine Söldner und wir wollen auch keine Spieler, die uns als Sprungbrett nehmen und halt beim nächstbesten Moment halt in einem anderen Team joinen. Diesen Leitgedanken führen wir einfach fort von Anfang an und deshalb hatte ich auch kurz das Resümee gezogen, wie es vor 20 Jahren war und diese Philosophie haben wir bis heute beibehalten. Ich kann euch mal kurz ein Beispiel nennen. Wir haben mit Karim zum Beispiel einen Spieler bei uns, der den Weg schon gegangen ist und geschafft hat. Wir haben seine Familie kennengelernt, er hat Wochen bei Yilmaz zu Hause gewohnt, hat auch einen sehr engen Kontakt zu Denzel gepflegt. Das ist das, was wir bei BIC machen. Wir nehmen alle mit, wollen die Leute mit in unsere Vision nehmen, zeigen auch den Familienmitgliedern unsere Vision. Für uns ist es essentiell, dass sowohl die Spieler als auch ihr Umfeld das verstehen, was wir hier machen. Und diese Philosophie werden wir weiter verfolgen. Und deshalb werden wir immer den Weg gehen, dass wir im Kern deutsch bleiben. Das sind wir nicht nur unschuldig, sondern auch der deutschen Community. Mir ist es nochmal wichtig, ganz klar zu erwähnen, dass das Academy-Projekt ein Grundstein unserer CS-Philosophie ist. Wir wollen uns unsere eigenen Talente aufbauen. Wir wollen, dass diese Jungs langfristig im Main-Team sind. Und wir sind nicht den Weg gegangen, um am Ende zu sagen, wir nutzen das nicht. Wir haben mit den Jungs Leute dabei, die sich zu 100% mit BIC identifizieren, die einen großen Mehrwert für die deutsche CS-Community haben. Und wir sehen es auch ganz klar als Umbruch bei uns an, dass wir gut für CS2 aufgestellt sind. Wir haben junge Jungs, die absolut motiviert sind, alles zu tun, in die richtige Richtung zu gehen und hart zu arbeiten, dass der deutsche E-Sport wieder glorreiche Zeiten bekommt. Ne? Wir hätten auch einen anderen Weg gehen können. Wir hätten internationale Spieler holen können. Wären vielleicht kurzfristig auch besser gewesen, leistungstechnisch vielleicht ein bisschen besser. Aber das passt halt absolut nicht zu unserer Philosophie. Wir haben nicht nur Monate, sondern Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Mit dem Academy-Team haben wir einen klaren Weg verfolgt und wir wollten von Anfang an, dass das Team rund um Karim damals potenzielle Main-Kandidaten wären. Die Jungs haben sich über die letzten Jahre bewiesen, haben gezeigt, dass sie sich zu 100% mit BIC identifizieren, haben gezeigt, dass sie es wert sind, dass die Community hinter ihnen steht. Und wir werden mit einem Großteil der Academy-Jungs den Umbruch bei BIC einleiten. Es wird zum einen David sein, der sich mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten besonders unheimlich bewährt hat. Und zum anderen Elias, der als IGL und als Team-Captain das Team geführt hat und genau der richtige Charakter ist, den wir jetzt im Main-Team brauchen. Johannes wird weiterhin unser Team-Captain sein. Er ist unangefochten der Spieler, der jahrelang die deutsche Szene geprägt hat und auch dieses Team in die nächste Ära führen wird. Er wird mit seinem Wissen, was er angehäuft hat, mit seiner Erfahrung und auch mit seinem Charakter ein unheimlicher Mehrwert für die Jungs sein. Gerade die jungen Spieler brauchen seine Erfahrung und brauchen sein
sein Charakter und auch sein Standing, dass er mal in gewissen Situationen einfach aufsteht und sagt, hey, ich stelle mich vor euch, kommt mit mir mit, wir kriegen das alle zusammen hin. Karim habe ich schon erwähnt. Karim wird weiterhin fester Bestandteil des Teams sein. Er ist aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten Charaktere in diesem Team, der nicht nur ein Vorbild für die Jüngeren ist, die jetzt hochkommen, sondern auch, wo sich mittlerweile der ein oder andere ältere Spieler sich eine Scheibe von abschneiden kann. Der letzte Part wird jemand sein, mit dem ihr vielleicht nicht rechnet. Er hat sogar schon mal die deutsche Meisterschaft gewonnen mit Alternate Ethics. Ja, das ist nicht so leicht zu erraten. Es wird Mantu sein. Mantu ist ein Spieler, der super in dieses Team passt. Ich identifiziere mich ganz klar mit ihm. Ich denke, er wird super gut zu Big passen. Er hat eine sehr gute Mentalität, ist ein super smarter Kerl und ich freue mich, ihn bei Big begrüßen zu können. Fatih wird weiterhin der Coach des Teams sein, wird aber ganz, ganz eng mit Dustin zusammenarbeiten, der ein bisschen aus seiner analytischen Rolle rauskommt und mehr in die Assistance-Coach-Rolle rückt und ganz klar mit an der Coaching-Philosophie arbeitet und viel, viel enger mit Fatih und mir auch gemeinsam an bestimmten Konzepten arbeiten wird. Das ist der Weg, den wir gehen wollen und wir sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Wir arbeiten schon hart an der Vorbereitung für die nächste Season. Die wird mit einem Bootcamp anfangen und das erste Event werden die Blast Groups sein, wo das Team ihren ersten Härtetest haben wird und wir sind davon überzeugt, dass wir sie gut darauf vorbereiten können. Ich gehe da mit einem Lächeln in das Turnier und gehe da mit einem Optimismus, einen gesunden rein, dass wir da gut performen werden und ich weiß, dass die Jungs alles dafür geben werden, um zu zeigen, was in ihnen steckt. Also ich freue mich auf die Zeit, ich freue mich auf die ersten Turniere, ich freue mich auch auf die Turniere danach und ich denke, da ist ein unheimliches Pensum, was vor den Jungs liegt und ich weiß, dass die das gut hinkriegen werden und einfach auch Lust darauf haben. Also ich weiß, sie sind hungrig, ich weiß, dass sie Bock darauf haben und ich weiß, dass sie das alles gut hinkriegen werden mit der Unterstützung der Leute, die wir hier haben, auch im Hintergrund haben. Ich weiß, dass noch viele Fragen offen sind und die werden wir nächste Woche in der Coinbase-Pressekonferenz klären. Ich denke, das sind wir euch auch ganz klar schuldig und wir wollen da auch transparent sein und euch mitnehmen. In dem Sinne freue ich mich einfach auf die Zukunft. Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit der Umstrukturierung ein sehr gutes Line-up auf die Beine gestellt haben, mit dem wir für die Zukunft gewappnet sind. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Vertrauen. Und lasst uns gemeinsam in die Zukunft starten. Eli, mein Bester, wie geht's dir? Ich bin ja auf dem Balkon, du weißt doch hier, Player Break. Perfekt. Bei mir zu Hause. Ein bisschen genießen, das Wetter genießen. Du kannst noch ein wenig genießen, aber nicht mehr so lange. Du wirst ab den 3.7. wirst du in Berlin sein mit dem Main-Team Bootcampen. Wirklich jetzt? Klar, das hast du dir verdient. Also du wirst auf jeden Fall jetzt nicht nur die Chance bekommen, sondern du bist jetzt im Main-Team. Nee. Doch. Hast du dir auf jeden Fall verdient, mein Bester. Wirklich? Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, aber dann mit Cologne wahrscheinlich auch, ne? Steht viel an auf jeden Fall. Alle Events wirst du mitnehmen. Blast ist das erste, dann kommt Cologne und nach Cologne kommt die Pro League. Gibt's einiges zu tun. Vielen Dank für die Chance, okay? Also das hat mich gerade wirklich komplett erwischt. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Du hast die größte Entwicklung gemacht vom Anfang des Jahres an. Hast durchgezogen, warst immer dabei, ohne zu meckern oder sonst was. Nicht ich denke, ich weiß, dass du es verdient hast. Also wirklich, danke Roman. Also es bedeutet mir gerade wirklich sehr viel.